Hallo alle zusammen, ich heiße Chica und herzlich willkommen zu Cooking for Smiles. Heute zeige ich euch eines meiner Lieblingsrezepte. Es heißt Hähnchengeschnitzeltes mit Ingwer und Cashewnüsse. Das Rezept hat 4 Vorteile. Erstens, alle Zutaten sind im lokalen Supermarkt in Deutschland verfügbar. Zweitens, die Zubereitung ist einfach. Drittens, das kann die Hauptspeise sein. Es braucht nur etwas Reis als Beilage und ihr seid schon fertig. Viertens, man kann dieses Gericht auch kalt essen. Das heißt, ihr könnt es auch als Bento für unterwegs mitnehmen. Ich hoffe, euch gefällt mein Rezept. Fangen wir an. Zuerst zeige ich euch die Zutaten in Uhrzeigersinn. 440 Gramm Hähnchen, 80 Gramm Cashewnüsse, 1 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Sake. Wenn man kein Sake hat, kann man auch Weißwein verwenden. 5 grüne Paprika. Im Vergleich zu Deutschland sind die grünen Paprika hier in Japan etwas kleiner. 1 oder 1,5 deutsche Paprika sollten reichen. Eigentlich ist die Farbe des Paprikas egal, aber grüne oder rote finde ich am Ende schöner. Und 2 bis 3 cm Ingwer. Wir brauchen etwa 80 Gramm Cashewnüsse, aber wie biegt man die Menge ab, wenn man so wie ich gerade keine Waage zur Hand hat? Ganz einfach mit der Hand. Ich verwende etwa 2 Handvoll Cashewnüsse. Mir ist klar, jeder hat unterschiedliche große Hände. Aber die Menge kann auch je nach Vorliebe angepasst werden. Als nächstes bereite ich den Ingwer und die Paprika vor. Zuerst schere ich ein etwa 3 cm langes Stück Ingwer. Es ist ein bisschen hart. Falls es euer erstes Mal ist, kauft ein gerades Stück Ingwer. Das geht einfacher. Ich mag Ingwer. Es ist gesund und man kann es zum Verfeinern von so vielen Gerichten, aber auch Getränken nutzen. Als Beispiel möchte ich nur schwarzen Tee mit etwas Honig und einem kleinen Stück Ingwer erwähnen. Aber zurück zu unserem heutigen Gericht. Nach dem Schälen schneide ich den Ingwer in etwa 3 mm kleine Streifen. Jetzt kommen die Paprika dran. Ich schneide den oberen Kopfteil ab, von dem ich die essbaren Teile abtrenne. Den Paprikakörper halbiere und entkerne ich. Hierzu entnehme ich den hellen inneren Teil mit der Hand. Das funktioniert schnell und geht einfach. Die einzelnen Paprikahälften zerschneide ich in etwa 1 bis 2 cm breite Stücke. Als nächstes gilt es, das Hähnchen vorzubereiten. Das Hähnchenbrustfleisch enthält typischerweise eine Sehne. Um diese zu entfernen, packe ich die Sehne fest mit dem Finger und schneide mit dem Messer entlang der Sehne das Fleisch ab. Es geht leichter, wenn man das Fleisch umdreht und die Sehne auf dem Küchenbrett liegt. Am Ende schneide ich alle Hähnchenfilet in etwa 2 cm große Stücke. Es ist natürlich auch möglich, beim Fleischer bereits vorgeschnittenes Hähnchenfilet zu kaufen. Kleiner Tipp, wenn ihr das Fleisch schneller braten möchtet und das Fleisch den Geschmack der Soße besser aufnehmen soll, so verwendet eine Gabel. Mit dieser stecht ihr ein paar Mal in das Fleisch. Es ist aber nicht zwingend erforderlich.
Endlich sind alle Zutaten vorbereitet. Dann kommen wir jetzt zum Braten. Fürs Braten nutze ich wie so häufig Olivenöl. Das ist keine Barbe, aber mir gefällt es einfach. Ich gebe einen guten Schuss in die Pfanne. Das reicht. Zuerst brate ich das Hähnchen. Damit alle Fleischstücke gleichmäßig gebraten werden, verteile ich sie gut. So stelle ich auch sicher, dass das Öl sich gut verteilt hat. Wenn die Ecken des Hähnchens leicht braun werden, ist es Zeit, sie zu binden. Während des Bindens kann es zu Ölspritzern kommen. Pass auf! In einem solchen Fall kann es sinnvoll sein, die Hitze temporär etwas zu reduzieren. Nun kommen die anderen Zutaten hinzu. Zuerst der Paprika. Dann die Cashewnüsse. Ich decke alles mit einem Deckel ab, um es zu dünsten. Die Feuchtigkeit hierfür kommt aus dem Paprika, weshalb typischerweise kein zusätzliches Wasser benötigt wird. Trotzdem seht immer genau hin. Erst später bereiche ich die eigentliche Soße bestehend aus Ingwer, Sake und so weiter für, weil die Soße leicht verdünstet. Trotzdem platziere ich bereits alle Zutaten in der Nähe der Pfanne. Achtung, das Wasser beginnt leicht braun zu werden. Es wird Zeit für den nächsten Schritt. Ich nehme den Deckel ab und vermische alles, weil die Paprika und die Cashewnüsse bisher nur oben auflagen. Bei dieser Gelegenheit kann man auch schon einmal prüfen, ob das Hähnchenfleisch gut durchgekocht ist. Wenn das Innere weiß ist, ist es gut. Das heißt, jetzt kann ich die verbleibenden Zutaten hinzufügen. Zuerst gebe ich den Ingwer hinzu. Anschließend den Sake. Und zum Schluss die Sojasauce. Natürlich mische ich alles gut. Wenn die Soße zu sehr spritzen sollte, müsst ihr die Hitze etwas reduzieren. Ich lasse alles noch eine Weile auf etwas geringerer Hitze weiter braten und vermische es ständig, damit es nicht anbrennt. Seht euch mal die Farbe des Hähnchens an. Es ist schon goldbraun gebraten, aber nicht verbrannt. Die Cashewnüsse sehen leicht gerostet aus. Und in der Pfanne ist nur noch wenig Soße übrig. Vieles wurde von dem Fleisch und Gemüse weiter aufgenommen. Es wird Zeit zum Servieren. Ich richte alles auf einen tiefen Teller an. Achtet beim Umschütten auf eure Kleidung, da man von Sojasauce leicht Flecken bekommt.